Hallo meine Lieben, ich hatte letztes Jahr im Dezember eine Serie gemacht, wo ich 24 Kartenideen gezeigt hatte und ich dachte, ich mache dieses Jahr ein bisschen was anderes und ich habe tatsächlich auch wieder 24 Videos für euch im Dezember. Und zwar sind es alles Geschenkideen, kleinere Sachen, also teilweise sind es noch nicht mal Geschenkideen, sondern mehr so Aufmerksamkeiten, die ihr für euer Team zum Beispiel basteln könnt oder eben auch als einzelnes Geschenk dann basteln könnt. Heute starten wir die Serie mit einem Kissen, was wir beschmücken werden und dazu auch eine kleine Verpackung machen. Und was wir genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein Kissen, was wir beschriften werden. Also ich werde es nicht selber nähen, aber das könnt ihr natürlich machen. Aber mir ging es mehr darum, euch zu zeigen, wie ihr so einen Schriftzug gestalten könnt und den dann eben auf dem Kissen aufbringen könnt. Und zudem zeige ich euch auch noch, wie ihr auch noch was machen könnt, wo ihr eine selbstgemachte Tüte oder eine gekaufte Tüte damit verzieren könnt. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Was ihr für das heutige Projekt braucht, ist ein Kissen, ein Kissenbezug. Ich habe hier einen, der 40 x 40 cm ist, mit einem Reißverschluss, der ist gekauft. Ihr könnt sowas natürlich auch selber nähen. Dann brauche ich die Standard-Schneidematte, natürlich den Plotter und das Fine Point Blade ist schon drin. Und für das Kissen brauche ich eine Flexfolie oder Textilfolie oder HTV und das Entgitterungstool, eine Schere ist nie schlecht. Und dann brauchen wir zum Übertragen auch noch die Cricut Heat Press und die Matte dazu. Und ich werde nachher auch noch eine Geschenktüte dazu machen. Wenn euch interessiert, wie ihr solche Tüten in der Größe, wie ihr die auch immer haben wollt, machen könnt, da verlinke ich euch oben kurz ein Video, wo ich das zeige. Da könnt ihr sowas selber machen. Aber die will ich noch entsprechend beschriften und dazu habe ich eine matte weiße Vinylfolie. Zudem brauchen wir da natürlich auch das Entgitterungstool. Wir brauchen einen Rakel. Beim Standard-Toolset von Cricut ist das hier dabei. Ich habe es aber lieber ein bisschen größer, deshalb werde ich das hier verwenden. Und ich werde heute auch das Transfer-Tape von Cricut versuchen oder ausprobieren. Normalerweise habe ich ja hier mein Übertragungsmedium, aber ich wollte heute mal die Folie ausprobieren. Und die Tüte selber habe ich aus einem Packpapier gemacht. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Natürlich auch den Cricut Design Space und damit fangen wir auch gleich an. Ich hatte schon mal ein Projekt gemacht, dieses Schön, dass du da bist, und etwas Ähnliches will ich noch mal machen, auch für das heutige Kissen. Und deshalb nehme ich das mal als Vorlage, einfach um da eine Orientierung zu haben. Aber ich dachte, ich zeige euch heute mal, wie ihr das selber zusammenstellen könnt. Deshalb mache ich das ein bisschen kleiner, einfach in der Ecke. So, starten wir erstmal mit den Schriftzügen. Eigentlich ist das ganz normal ein Text, da schreibe ich schön, Komma. Und dann kann ich hier die Schriftart auswählen. Ich habe meine Systemschriften und weiß, die heißt Atocha. Und zwar diese hier. So, jetzt wenn wir uns das angucken, seht ihr, die hängt nicht so schön zusammen, wie das vorher war oder wie das beim anderen Beispiel ist. Bei diesen Arten von Schriften müsst ihr die jeweils hier unter erweitert zerlegen und dann quasi die Buchstaben so zusammenschieben, dass sie zusammenhängen. Ich
würde sagen, das passt. Und jetzt markiere ich aber alle Sachen außer das S, weil das will ich noch separat halten und sage hier verschweißen. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr das Problem, dass hier zwischen den Buchstaben geschnitten wird und das wollen wir nicht haben. Also immer bei solchen Schriften dran denken, dass ihr die dann wieder verschweißt. Jetzt werde ich den S größer machen, den so ein bisschen runterziehen. In etwa gucken, dass der Abstand hier, dass das Gesamtbild halt einfach stimmt. Und dann habe ich hier unten eine Zeile und diesmal geht es nicht darum, schön, dass du da bist, sondern schön, dass es dich gibt. Ausrufezeichen. So, jetzt hat es natürlich die Schrift genommen, die ich vorher hatte. Das soll aber eine andere sein und da gehe ich wieder auf die Schriften und sage da Seasonet. Suche mal, das ist genau die, Seasonet Hostess. Und die darf ein bisschen kleiner sein. Es geht hier vielfach darum, einfach sich das Gesamtbild anzugucken und gucken, ob das passt. So, ich lasse das jetzt mal so und dann brauchen wir hier noch ein Herz. Und da gehe ich auf Bilder und gebe da einfach Heart ein. Und dann kriegt ihr ganz viele Bilder, 11.000 Ergebnisse. Und dann könnt ihr einfach eins nehmen, was euch am besten gefällt. Ich nehme da hier dieses und sage Bild einfügen. So, jetzt brauche ich das natürlich kleiner. Und dann brauche ich auch noch 2 Linien. Und zwar will ich, dass diese 2 Linien abgerundete Enden haben. Auch das könnt ihr wunderbar machen. Da geht ihr einfach auf die Form und gebt ein Quadrat ein. Und bei diesem Quadrat hebt ihr die Proportionen sperren, das hebt ihr auf. Dann legen wir das dahin, wo es ungefähr starten soll und passen da ganz einfach die Form an. Ich weiß jetzt bei mir, dass ich da ca. 0,2 ungefähr das passt. Und jetzt, damit die Ecken abgerundet sind, das kurz alles ein bisschen runterschieben. Jetzt, damit ich hier nicht diese abgeschnittenen Enden habe, sondern die abgerundet sind, zoomen wir da ein bisschen rein. Und jetzt gebe ich hier einen Kreis rein. Und ich habe ja vorhin eingegeben, dass das Element hier 0,2 hoch ist. Und genau das brauche ich auch für den Kreis, 0,2. So, zoomen wir noch ein bisschen rein. Und jetzt platziere ich das einfach mal so, dass dieses Fadenkreuz mit dem abschließt. Da mache ich Ctrl+C, Ctrl+V und bringe das ans andere Ende. So, jetzt kann ich das ein bisschen kleiner machen, damit ich alles sehe. Upsi. Und markiere diese 3 Elemente. Und dann gehe ich auf Ausrichten und sage vertikal zentrieren. Und dann markiere ich wieder alle und sage verschweißen. Und jetzt seht ihr, habt ihr wunderbar eine Linie, die abgerundete Enden hat. Zoomen wir da wieder ein bisschen raus. Und da ich das zweimal brauche, mache ich einfach Ctrl+C, Ctrl+V und bringe das auf die andere Seite. Jetzt weiß ich, dass dieser Strich und das Herz
die sollen ausgerichtet sein. Das heißt, ausrichten, vertikal zentrieren, damit die alle auf derselben Höhe sind. Und die verbinde ich jetzt auch einmal. Perspektiv, ich trenne die kurz nochmal, weil ich das Gefühl habe, das sitzt nicht ganz mittig. Machen wir es so. Ich markiere die alle drei, gehe auf Ausrichten und sage horizontal verteilen. Jetzt müssten alle denselben Abstand zueinander haben. Und jetzt gehe ich nochmal auf Ausrichten, um sicher zu sein und sage vertikal zentrieren. So, und jetzt verbinden. So, dann haben wir schon mal dieses Element. Und jetzt könnt ihr das Ganze so platzieren, dass es für euch stimmt. Was ich jetzt mache, ich verbinde das große S plus das Schön oder Schön mit dem Komma und diesem Schriftzug hier, damit es ein Element ist. Und so kann ich jetzt diese beiden Elemente, das heißt, das hier ist ein Element und das hier ist ein Element. Und die kann ich jetzt beide markieren und die auch noch ausrichten, damit es alles schön stimmt. Jetzt seht ihr auch, die Linien starten hier schön mit dem Komma und auf der Seite schön mit dem S. Jetzt blenden wir das hier kurz aus. Machen das hier kurz ein bisschen größer, damit ich das sehe. Und die Elemente werde ich alle mit einer Farbe, also aus einer Folie ausschneiden und deshalb gucke ich hier, okay, das ist schwarz und das andere ist grau. Das heißt, das andere Element muss ich auch noch schwarz machen und dann alles noch verbinden. Jetzt hängen wirklich alle Elemente zusammen und so werden die auch ausgeplottet. Jetzt muss ich mich noch um die Größe kümmern und ihr könnt mit den Vorlagen arbeiten, aber da es bei mir eine sehr einfache Form ist, nämlich einfach ein Viereck, was 40 cm mal 40 cm ist, füge ich da einfach ein Viereck ein und sage dem 40 cm und das bringe ich dann auch noch in den Hintergrund, respektive einfach die Schrift quasi davor. Weil das hilft euch jetzt so ein bisschen als Orientierung. Das heißt, wenn das Kissen ist, könnt ihr gucken, wollt ihr den Schriftzug in der Größe, wollt ihr ihn kleiner, größer haben. Ich würde nicht über die ganze Breite gehen, weil das Kissen wölbt sich auch ein bisschen, wenn eben die Füllung drin ist. Und ich finde es ein bisschen schöner, wenn das jeweils nicht bis ganz außen hingeht. Jetzt bin ich bei einer Größe von rund 28 cm mal 17 cm und ich würde sagen, das passt für mich. Das heißt, ich kann das Viereck wieder löschen. Und das ist das Element, was ich ausplotten will. Jetzt habe ich aber auch gleich noch etwas anderes, deshalb schiebe ich das so ein bisschen beiseite, weil ich will für die Tüte, für die Geschenktüte, will ich ein Merry Christmas drauf schreiben und das gerne auch in derselben Schriftart. Und deshalb füge ich hier nochmal einen Text ein und sage einerseits Merry und mache noch einen zweiten Text und sage Christmas. Dann markiere ich eines der Elemente und gehe wieder auf Attach. Und das noch beim anderen. Die mache ich noch ein bisschen größer, damit ich auch was sehe. Und jetzt muss ich auch die wieder zerlegen und entsprechend platzieren, damit es passt. We can
on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better. So, das habe ich jetzt alles gemacht. Das heißt, ich habe die Wörter schön zusammengefügt, so wie ich es haben will. Auch mit dem M und dem C so ein bisschen größer und noch ein paar Sterne eingefügt. Und jetzt haben dieses Element und dieses Element dieselbe Farbe. Das heißt, es würde versuchen, das alles auf eine Matte zu bringen. Ich werde es aber in 2 Schritten ausplotten, weil es sind 2 unterschiedliche Materialien, die ich verwende. Und deshalb gebe ich dem hier einfach eine andere Farbe. Und dann muss ich auch hier die Größe noch angucken. Blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Ich würde sagen, so passt es. So, jetzt kann ich hier auf Herstellen gehen. Und ihr seht, jetzt habe ich 2 Matten. Beim einen nehme ich diese schön, dass es dich gibt. Da muss ich darauf achten, dass ich das spiegle. Und beim anderen nicht, weil das hier ist Flexfolie und das andere ist Vinylfolie. Und eben genau die Flexfolie muss gespiegelt werden und die Vinylfolie nicht. Und dann kann ich sagen weiter. Und dann kann ich das Material aussuchen. Da gehe ich auf Durchstöbern und da habt ihr Artboard, Cardstock, Fabric, Felt, Foam, Foil und da sind wir beim Iron-On und ich nehme hier jeweils das Everyday Iron-On, mache da auch ein Sternchen, damit ich das beim nächsten Mal wieder habe und wähle das aus und sage fertig. Der sagt mir nochmal, ich soll sicherstellen, dass der Spiegel eingestellt ist und ich nehme den Standarddruck und dann sagt er, ich muss die Feinschnittklinge laden und die Matte einziehen und dann kann ich auch schon loslegen. Bei der Flexfolie müsst ihr immer drauf gucken, ihr habt eine glänzige Seite, das ist die Folie, die Schutzfolie und dann die matte Seite und da muss die glänzige Seite, muss auf die Matte drauf. Dann kann ich die Matte laden. Das Fine Point Blade habe ich schon drin. Und wenn er dann anfängt zu blinken, dann kann ich los sagen. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Dann kommen wir zum zweiten Element. Und da werde ich das Material ändern und zwar nehmen wir da Vinyl. Da ich selber kein Vinyl von Cricut verwende, nehme ich jetzt einfach mal das Vinyl, gebe da ein Sternchen drauf und wähle das aus. Und jetzt kann ich auch das schneiden. Dann kann ich auch die in die Maschine reingeben.
Wenn er fertig ist, sagt ihr euch das auch wieder und dann könnt ihr die Matte rausnehmen. Und das war's auch schon mit dem Plotter. Dann müssen wir die beiden Elemente entgittern. Respektive, was ich jeweils mache, ich schneide rings um das, was ich ausgeplottet habe, das, was zu viel ist, noch ab, weil das könnt ihr wunderbar dann für kleinere Projekte auch nochmal verwenden. So, und jetzt können wir entgittern. Fangen wir jeweils in einer Ecke an. Und dann einfach gucken, dass nichts von dem mitkommt, was da drauf bleiben sollte. Ich habe dieses Material jetzt zum ersten Mal mit dem Maker geschnitten und merke, schneidet es eigentlich wirklich gut. Also ich habe da Sterne kleben nicht so gut, aber sie sind wirklich super geschnitten. Also von dem her muss ich da auch nichts anpassen. We're gonna dance, dance, have a good time, dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling, or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Immer gut darauf achten, dass ihr wirklich alles weggenommen habt, was nicht drauf sein soll. Aber ihr habt gesehen, das lässt sich wirklich gut entgittern. Ich würde sagen, wir machen zuerst kurz das hier auf die Tüte drauf und da brauche ich jetzt eben die Übertragungsfolie. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can bet. Und dann brauche ich hier meine Tüte. Und da bringe ich das jetzt ein bisschen mittig, möglichst gerade drauf. Ihr merkt, ne, ich arbeite sonst nicht so mit dieser Folie. Die ist ein bisschen anders in der Handhabung, aber kriegen wir hin. So, jetzt streicht ihr das ganz einfach auf dem Element fest, wo ihr das drauf übertragen wollt. Und dann können wir die Übertragungsfolie lösen. Ich gucke jeweils einfach, dass ich die schön flach abziehe. Das funktioniert in der Regel am besten. Und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Die braucht ihr auch nicht jetzt wegzuschmeißen, sondern die könnt ihr wirklich noch einmal verwenden, weil die hat immer noch eine gute Klebekraft. Und deshalb bringe ich hier die Abdeckung einfach wieder drauf. So, und so einfach habt ihr eine Tüte beschriftet. Dann brauchen wir die Matte, die Cricut Heat Press, und da stelle ich die für meine Folie, stelle ich die auf 150 Grad und das für 30 Sekunden. Und das sagt euch der Hersteller von euren Folien jeweils auch, also auch die Cricut Folien, da habt ihr auf der Cricut Homepage die Angaben,
wie heiß ihr das Ganze behandeln müsst und für wie viele Sekunden. Im Moment ist der Knopf hier noch rot, der wird dann grün, sobald die Hitze erreicht hat. Und keine Angst, wenn es ein bisschen knackst. Das ist einfach die Hitze, die das Material so ein bisschen ausbreitet. Und ihr seht auch, die zählt jetzt hier auch schon hoch. Was ich in der Zeit kurz noch mache, wenn ich Materialien habe, ich gehe da kurz noch mit dem Lindroller drüber. Einfach, damit ich sicher sein kann, dass da nicht irgendwelche Fasern drauf sind, die ich nicht mit einarbeiten möchte. Und jetzt bringe ich die Matte hinten mittig unter das Element, dann kann ich mich auch daran so ein bisschen orientieren. Und ich weiß nachher, in etwa, so kommt mein Design drauf. Und ich muss vorher kurz 5 Sekunden einfach da drauf. So, und dann können wir das Element platzieren. Und lasst euch da wirklich Zeit. Das könnt ihr nachher nicht mehr ändern. Von dem her, guckt euch das wirklich an, dass ihr gerade seid, dass ihr mittig seid, dass es wirklich genau da sitzt, wo ihr das haben wollt. Das ist bei mir so. Es hilft auch, wenn man jeweils so kurz aufsteht, einen Schritt zurück macht und sich das anguckt. So, jetzt muss ich, meine Heatpress ist nicht genug groß, um das mit einmal abzudecken. Von dem her gehe ich da auf eine Stelle drauf für die 30 Sekunden und verschiebe dann auf die andere Stelle. Time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Da müssen wir das Ganze noch umdrehen. Das auch wieder so platzieren, dass alles drauf Platz hat. Und von da jeweils noch 15 Sekunden drauf. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. Und dann können wir die Folie abziehen. Wenn ihr merkt, dass es irgendwo mitkommt, dann müsst ihr da noch mal drauf. Ich schaue mir das jeweils so an und gucke, ob sich die Struktur von dem Material auf der Schrift durchgedrückt hat. Und da das ein Geschenk ist und ich wirklich 100%ig sicher sein will, dass das wirklich drauf bleibt, gehe ich da nochmal drauf. Jetzt dürft ihr aber nie direkt natürlich auf das Motiv drauf, sondern ihr müsst da die Abdeckung wieder drauf geben. So, und das sitzt jetzt auch wunderbar. Und das Coole bei der Folie, das ist eigentlich eine ganz normale Folie, aber die hat irgendwo, das ist ein Beige, aber ich finde, die sieht auf solchen Materialien aus, als ob es Gold wäre. Das ist echt ein cooler Effekt. Und ich hoffe, ihr seht, dass die Struktur hier so ein bisschen durchgedrückt hat. Von dem her ist das schon mal fertig und jetzt können wir noch das Kissen reinpacken. So, und so habt ihr wunderbar ein schönes Kissen mit einem schönen Spruch drauf und das könnt ihr dann ganz einfach in die Tüte reinpacken, die ihr gemacht habt und fertig ist das Geschenk. Und ihr seht, wenn ihr da ein paar von macht, dann kommt ihr da echt auch super schnell durch mit. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt auch Lust, das Ganze nachzubasteln und das selber mal auszuprobieren. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen.
Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video morgen wieder. Und bis dahin bleibt gesund. Everyone wants to be swept